Dieser Club steht unglaublich für sein Viertel. Villa Crespo ist gleich Atlanta. Noch nie gehört? Dann wart ihr noch nicht in Buenos Aires und wart noch nicht in der Villa Crespo, weil da kann man diesen Club eigentlich gar nicht übersehen. Alles ist angemalt mit dem Logo von Atlanta und mit den Farben von Atlanta, gelb und blau. Para mí es pasión. Atlanta, mi papá era Atlanta, se crió acá en el club, cuando el club tenía 20.000 socios. Después es un club que le tocó lo que es la quiebra y bueno, a raíz del amor de los socios, de los hinchas, volvió a resurgir y Atlanta es esto, familia, venir con los hijos, con los sobrinos, con los hermanos. Atlanta es eso, un club de barrio y lo amás y lo llevás siempre y lo querés a pesar de los resultados. Ob Wände, Masten, Garagentore, der Club hat den Stadtteil komplett im Griff. Das Logo prangt wirklich an jeder Ecke der Villa Crespo. Und was ist das Viertel? Das Viertel ist angenehm ruhig und sehr im Kommen, sehr hip. Es liegt neben Palermo und neben Chacarita, also in einer tollen Lage. Und da war auch mein erstes Airbnb hier in Buenos Aires. Also es ist ein tolles Viertel mit tollen Restaurants, tollen Bars. Kann man auf jeden Fall besuchen, wenn man ein bisschen abseits von Palermo, also im Nachbarviertel schaut. Wirklich cool. Und der Verein passt dazu. Von manchen wird er auch das River Plate der zweiten Liga genannt. Die Farben passen nicht ganz, aber das mit dem Geld passt schon ein bisschen, weil das Stadion ist sehr modern. Das Stadion Don Leon Kolbowski ist direkt neben der Movistar Arena. Da war mal der Platz von Chacarita, beziehungsweise der Platz von Chacarita war mal da, wo jetzt das Atlanta-Stadion ist und das Atlanta-Stadion da, wo die Movistar ist. Dann hat Atlanta schon vor vielen Jahren das komplette Gelände gekauft und mittlerweile einen Teil an die Stadt verpachtet, wo die moderne Multifunktionsarena Movistar gebaut wird. Es hermoso, la verdad que es muy lindo. Bueno, esto Atlanta lo hizo crecer mucho porque le genera muchos activos y bueno, nada, Atlanta aprovechando de eso, el crecimiento que hay en el club, es una platea que se hizo desde cero, los palcos y bueno. Deswegen hat man einen wirklich unglaublichen Blick in dem Stadion auf diese riesige Arena und daneben ist direkt die Kurve und dahinter auch direkt der Zug und wenn der sieht, dass da gespielt wird, wird auch ordentlich gehupt von dem Zug, fand ich sehr beeindruckend und für mich ging es da zu einem ganz besonderen Spiel in diesem Stadion, nämlich zu den Aufstiegsplayoffs für Atlanta gegen Morón. Ich bin jetzt hier bei Atlanta in der Villa Crespo und heute geht es um alles. Aufstiegsplayoffs. Sie haben das Hinspiel verloren, 1-0. Das heißt, heute gilt es, einen Rückstand aufzuholen. Das heißt, im Rückspiel musste Atlanta ein Tor schießen. Und das bei der ersten großen Hitze des Jahres. Auch vor dem Stadion war schon mega viel los. Also es war alles angerichtet und das Intro wusste wirklich zu begeistern. Natürlich durfte die Villa Crespo auf den Choreos nicht fehlen und die Farben wurden mit Fahnen geschwenkt, mit Blockfahnen und die Stimmung war wirklich großartig in diesem kleinen Stadion. Ich fand es wirklich gut hier und ich dachte, jetzt kommt ein richtiges Fußballfest. Aber nach 2 Minuten habe ich schon gemerkt, ja, okay, das wird eher ein Kampffußball, eher eine Hitzeschlacht. Und das war's auch.
Und Atlanta hat wirklich gedrückt, eher wie im Handball aufs Tor, aber dann eine wirklich unnötige rote Karte kassiert und dann war komplett die Luft raus. Ich weiß nicht, alle haben in diesem Stadion gecheckt, okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Es wurde wirklich gelitten bis zum Ende. Und der Abpfiff war dann quasi die Bestätigung, dass es dieses Jahr auch nichts wird. Warum dieses Jahr auch nichts? Atlanta war 2020 quasi schon aufgestiegen, aber dann kam Covid. Y ahí tocó la pandemia, nos agarró la pandemia, se suspendió el torneo, lo reestructuraron y Atlanta estaba primero y empezó a estar todo de cero de nuevo. Atlanta llegó a estas instancias y bueno, quedó eliminado y no se nos dio. Pero bueno, a partir de ahí Atlanta, bueno, es un club que está creciendo, que está apostando siempre al ascenso y bueno, creemos que se nos va a dar, es momento. Ojalá que se nos dé porque la verdad que es un club que está hace 40 años en el ascenso, pero que estuvo 64 en primera, con una historia muy rica. Nutrió de algunos jugadores a River, a Boca y a la selección y estamos trabajando para eso, para el resurgir, el renacimiento de este club hermoso. Und auch diese Saison haben sie den Aufstieg leider verpasst. Also bleibt Atlanta wohl das River Plate der zweiten Liga. Ich freue mich schon, weil dann gibt es wieder ein Klassiko und zwar gegen Chacarita. Und das ist wirklich ein bekanntes Klassiko in der Primera B. Also ich hoffe, dahin schaffe ich es noch. Die beiden sind nämlich wegen einer längeren Geschichte, die ich vielleicht dann im Video erzähle, verfeindet. Ich habe es hier schon angerissen. Es hat mit dem Stadion zu tun. Also freut euch aufs nächste Jahr wie ich. Wir sehen uns dann im nächsten Video mit dem nächsten Highlight. Das war sportlich wirklich, wirklich kein Highlight. Aber Atlanta sollte man schon gesehen haben. Und wenn ihr wollt, dann folgt uns doch auch auf Instagram. Auf jeden Fall hier auf YouTube. Und wir sehen uns im nächsten Video. Grüße aus Buenos Aires.